Hallo meine Lieben, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie man dieses Top für die neue Smart Doll mit dem Peerbody näht. Für dieses Schnittmuster eignet sich am besten ein Stoff, der sehr elastisch ist. Ich habe hier den Jersey gewählt in 2 verschiedenen Farben. Beachtet beim Zuschneiden der Stoffe einmal die Fadenlaufrichtung und auch die Anzahl der einzelnen Teile. Ich beginne mit den Stoffstreifen. Als erstes wird der Stoff gebügelt. Dann klappe ich den Stoffstreifen aufeinander und bügele die Kante. Jetzt werden die Seiten nochmal zur gebügelten Kante geklappt und gebügelt. Damit das nun entstandene Schrägband seine Form behält, klappe ich es zusammen und fixiere es mit ein paar Klammern. Das gleiche mache ich dann mit den restlichen Stoffstreifen. Die Schrägbänder werden entsprechend ihrer Länge an das Vorder- und Rückenteil gesteckt. Hierfür werden die Schrägbänder wieder aufgeklappt und einfach mit ein paar Nadeln dran gesteckt. Anschließend wird genau in die gebügelte Kante genäht. Die Schrägbänder werden jetzt so zusammengeklappt. Durch die vielen Stofflagen entsteht natürlich eine gewisse Dicke. Diese möchte ich ein bisschen reduzieren und schneide hierfür die Nahtzugabe von den Bändern etwas zurück. Jetzt klappe ich das Schrägband wieder zusammen und damit es mir nicht wieder aufklappt, fixiere ich es mit ein paar Klammern. Das gleiche wiederhole ich dann auch am Rückenteil. Bevor ich das Schrägband jetzt mit der Maschine absteppe, nähe ich es mit der Hand zusammen. Die Naht lege ich nur ein paar Millimeter vom Rand. Als nächstes kommen die 2 Träger dran. Hierfür brauche ich nochmal das Schnittmuster der Träger, denn darauf ist abgebildet, wie viel auf das Vorderteil und wie viel auf das Rückenteil vom Träger draufkommt. Diese Stellen markiere ich direkt auf dem Träger mit einer Stecknadel. Das geöffnete Schrägband wird auf den Armausschnitt des Vorderteils aufgelegt und zusammengesteckt. Das andere Ende des Schrägbands wird an den Armausschnitt des Rückenteils gesteckt. Dasselbe mache ich dann auch mit der anderen Seite. An der Maschine wird dann direkt in die gebügelte Falte genäht. Wie auch schon bei dem Vorder- und Rückenteil schneide ich auch hier die Nahtzugabe bei den Trägern ein bisschen zurück.
Jetzt wird der Träger einmal zusammengeklappt, wie schon beim Vorder- und Rückenteil. Und ich klammer das Ganze, damit mir nichts aufgeht, nähe aber zum Schluss doch nochmal mit der Hand drüber. Ich habe es mit der Hand abgesteppt und jetzt kann es mit der Maschine zusammengenäht werden. Und so sieht es aus nach dem Absteppen mit der Maschine. Ein kleines Stückchen hat die Maschine hier nicht erwischt, das werde ich gleich mit der Hand fixieren. Jetzt werden Vorder- und Rückenteil mit der rechten Seite aufeinander gelegt und die Seiten zusammengesteckt. Anschließend werden die Seiten mit einem Overlockstich zusammengenäht. Alternativ können die Seiten auch mit einem Zickzackstich zusammengenäht werden. Es ist wichtig, dass die Naht an den Seiten elastisch bleibt, weil sie sonst beim Anziehen eventuell reißen könnte. Die Seiten habe ich mit einem Overlockstich zusammengenäht, die Nahtzugabe zum Rückenteil geklappt und mit einem geraden Stich von vorne fixiert. Zum Schluss wird der Saum 1 cm umgeschlagen, festgesteckt und mit einem Abstand von 0,8 cm zum Rand abgesteppt. Das Top ist fertig und an dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Bye bye!